Ubisoft hat es offiziell nun angekündigt, wir bekommen die Gräber der Gefallenen nächste Woche. Außerdem habe ich Details dazu für euch, die wir uns heute anschauen werden. Aber das ist nicht das Einzige, die Roadmap wurde auch released. Alles schauen wir uns heute davon im Video hier an. Es geht endlich wieder los mit Assassin's Creed Valhalla Content. Assassin's Creed hat es gestern auf Twitter geteilt. Get ready to jump back with more free content coming to Assassin's Creed Valhalla. Sehr, sehr geil. Wir können also zurückspringen in die Welt. Reinspringen in die Welt von Assassin's Creed Valhalla. Und sie haben uns eine Roadmap gegeben, die wir uns jetzt im Detail angucken werden. Wie gesagt, ich habe zu den Gräbern der Gefallenen noch ein paar extra Infos, die wir uns gleich geben werden. Aber lass uns mal hier erstmal auf die Roadmap klicken und gucken, was wir Schönes haben. Nächste Woche Dienstag geht es los mit gleich 3 Dingen. Zum einen natürlich mit dem Patch 1.6.1. Zum anderen mit den Gräbern der Gefallenen und auch mit dem neuen Feature der Runenschmiede am 27. September. Und dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Da gibt es nämlich Ende Oktober die Festival-Season quasi. Oscoraya Festival kommt dann am 20. Oktober und geht bis zum 10. November. Doch lass uns mal zum Anfang zurückspringen. Wir bekommen nächste Woche Dienstag erstmal den Patch 1.6.1. Dazu hat Ubisoft Stand heute, 24. September, nichts rausgehauen, also keine Patch Notes. Wir wissen aber von PlayStation Game Size, dass der ganze Patch Small bis Medium sein wird, das von der Größe her zumindest. Bedeutet also, wir können weniger Fehlerbehebungen erwarten, sondern der Fokus liegt mehr auf den Content, der gebracht wird. Das heißt, die Gräber der Gefallenen 2.0 und die Runenschmiede. Das wird dort komplett enthalten sein und der Rest wird wahrscheinlich kleiner sein. Dann natürlich zeitgleich, wahrscheinlich um 14 Uhr oder so, kriegen wir die Gräber der Gefallenen 2.0. Wir werden endlich erfahren, was es mit diesem Tor auf sich hat. Wir werden endlich erfahren, wie es weitergeht in dieser Geschichte. Die letzten Odin-Runen-Rätsel werden gelöst und das größte Rätsel in Assassin's Creed Valhalla ist dann damit beendet. Hoffe ich zumindest mal. Wir sehen hier was sehr Interessantes, ein neues Feature. Denn wir sind zum allerersten Mal unter Wasser bei den Gräber der Gefallenen. Ich hatte vorher, glaube ich, keinen Moment, wo wir unter Wasser irgendwas betätigen mussten. Das sehen wir hier auf diesem Bild definitiv. Da freue ich mich riesig drauf, dass wir da neue Frische reinbekommen in dieses Element. Ja, und das ist nicht alles, denn Assassin's Creed hat vor 2 Tagen auch noch eine Kleinigkeit gepostet. Nämlich ein kleines Bild haben sie uns gegeben, wo wir noch mehr sehen, als wir denken. Adventurers calling once again, dive into ancient tombs and unearth buried secrets from a lost civilization. Tombs of the Fallen Pack 2 coming soon. Und natürlich bezieht sich dieser Post hier auf das Mauerwerk der ISU, auf die alten Gebäude der ISU, die wir hier finden. Wir sehen das natürlich hier auf dem Bild auch. Aber was interessant ist, was uns mehr Infos dazu gibt, ist hier im Hintergrund. Wir sehen hier oben so eine Art Beamer. Das könnte ein neues Element sein für die Gräber der Gefallenen. Aber was sehr interessant ist und im Fokus ist dieser Kasten hier. Das könnte entweder ein Fahrstuhl sein, denn daneben ist so ein Hebel, oder so eine Art Teleportation, das weiß ich nicht ganz. Aber sehr, sehr interessant, definitiv, was das sein könnte. Vielleicht geht es auch unter Wasser, so eine Art Haikäfig. Und daneben, hinter dem Gitter, seht ihr so eine Art, ich weiß nicht, Fackel, Terminal. Denn dieses Terminal sieht man hier oben auf dem Holzbrettern auch. Es gibt also sicherlich eine neue Möglichkeit, wie wir uns bewegen können. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht müssen wir diese Terminals anzünden mit der Fackel, die Eivor hier auch in der Hand hält. Und eine Neuigkeit gibt es dort auch, nämlich die Waffe, die sie hier trägt an der linken Hüfte. Und zwar ist das natürlich eine kleine Schlange. Wir sehen hier vorne den Schlangenkopf mit der Zunge. Wir sehen hier diese Schlangenform und die Schuppen am Ende. Ich bin mir nicht sicher, was das für eine Waffe sein könnte. Vielleicht eine Sichel. Ich denke nicht, dass es eine neue Waffe ist. Das glaube ich nicht. Aber ich denke, es ist eine an Origins angelehnte Waffe. Wir wissen ja leider, dass es offiziell beschwichtigt wurde, dass ein Amulet-DLC kommen wird von Marc Alexis Coté. Das hat er soweit gesagt, aber dazu mache ich später nochmal ein Video. Ich habe ja die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, aber das ist nicht heute Thema des Videos hier, sondern wir gehen natürlich weiter. Das sind die Gräber der Gefallenen. Wie gesagt, nächste Woche Dienstag kommen die raus und ich werde dazu natürlich Videos machen. Lohnt sich also definitiv hier zu bleiben auf diesem Kanal. Und wenn ich euch bis hierhin etwas Gutes getan habe, dann gebt dem Video doch gerne mal einen Daumen nach oben. Aber jetzt springen wir weiter in das neue Feature, die Runenschmiede.
Dieses Gebäude wird es dann natürlich in unserer Siedlung geben. Wir sehen das jetzt hier im Hintergrund, die links, die Säulen hinter unserem Langhaus, die kennt ihr wahrscheinlich. Und ich denke mal, das Gebäude wird sich in der Nähe des Festgeländes befinden, auf diesem Hang, wo wir auch die Halle aufgebrochen haben in den Gräbern der Gefallenen Pack 1. Und was könnte da kommen? Naja, im Grunde wissen wir nicht viel. Wir wissen auf jeden Fall, dass es eine Runenschmiede ist. Das sieht man, glaube ich, hier auf dem Bild auch, was Assassin's Creed vor 3 Tagen geteilt hat. Ich denke mal, wir können dann Runen upgraden, wir können Runen kreieren und bis zum gewissen Punkt aufleveln, um so einfach unsere Rüstung, unser Set individuell zu machen. Und ich hoffe es zumindest, vielleicht gibt es auch eine bessere Strukturierung der Runen, denn ich finde das immer noch sehr unübersichtlich. Aber so viel ist dazu nicht bekannt. Kommt leider ein bisschen zu spät, meiner Meinung nach, denn jetzt haben die meisten Leute Valhalla natürlich nicht mehr auf ihrer Platte. Das Feature hätte es schon im Jahr 1 kommen müssen, meiner Meinung nach. Aber auf jeden Fall besser, als wenn es gar nicht gekommen wäre. Dementsprechend freue ich mich umso mehr drauf, dass wir das jetzt endlich bekommen und bin gespannt, ob dann Valhalla vielleicht nochmal ein bisschen mehr Individualität reinbekommt. Aber schauen wir mal. Dann ein paar Wochen später, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, kriegen wir dann das Oscoraya Festival. Das geht vom 20. Oktober bis zum 10. November. Geht also genau in das Jubiläum von Assassin's Creed rein, der 7. November. Merkt euch diesen Tag, Freunde. Und ja, was soll ich sagen? Es ist, glaube ich, ein Festival. Wir werden dieselben Aktivitäten haben, vielleicht ein bisschen abgeändert. Wir werden neue Cosmetics haben, die wir uns dort verdienen können. Aber storytechnisch natürlich nicht relevant. Aber für die Leute, die noch kein Oscoraya Festival gespielt haben, ist das, denke ich mal, eine coole Möglichkeit, da dran teilzunehmen. Ich hoffe mal, dass es nicht verbuggt sein wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn dieses Festival am 20. Oktober kommt, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir bekommen dann nochmal einen Patch vorher, denn man muss ganz klar sagen, 5 Wochen von dem 27. September wären dann 1, 2, 3, 4, 5, wäre der 1. Oktober, der 1. November, also nevermind, vergesst, was ich gesagt habe. Wir kriegen also keinen neuen Patch, sondern es ist alles schon mit dem Patch drin. Aber die Reise ist natürlich noch nicht zu Ende, denn es gibt noch ein DLC von Eivor, The Last Chapter, das letzte Kapitel. Das wird kostenlos sein und alle Inhalte, die ich gerade genannt habe, sind natürlich auch kostenlos. Doch wann geht dieses Eivor DLC denn los? Wir können vermuten, dass wir in gut 5 Wochen, das heißt am 1. November, den Patch 1.6.2 bekommen werden. Davon gehe ich aus. 5 Wochen später werden wir dann den Patch 1.7.0 bekommen. Das wäre der 6. Dezember. Und das, meiner Meinung nach, wäre auch der Release-Tag für ein mögliches DLC mit Eivor. Denn in der Vergangenheit, das habe ich mir angeschaut, in den älteren Seasons, also erstmal, dank Andy Reloads wissen wir, es wird insgesamt 7 Seasons geben. Und dann können wir also hochrechnen, alles klar, 1.70 am 6. Dezember, wenn dieser 5-Wochen-Rhythmus stimmt von Ubisoft. Denn jetzt gerade haben sie es nicht geschafft. Der Patch 1.6.0 kam, ich muss nochmal schauen, kam am 1. August raus und wir sind jetzt quasi 8 Wochen im Verzug, in Anführungsstrichen, oder 4 Wochen im Verzug, also 4 Wochen zu spät. Ich bin mir also nicht sicher, ob sie wirklich diese Timeline bis Dezember einhalten werden. Sagen wir aber mal, es ist so, dann würden wir am 6. Dezember das DLC von Eivor bekommen. Würde auf jeden Fall Sinn machen, zum einen, um wirklich die Geschichte nochmal frühzeitig und am Ende des Jahres zu Ende zu bringen, so wie sie es gesagt haben. Und vielleicht beinhaltet die Geschichte ja auch eine Verknüpfung mit Basim bzw. mit Loki, welches dann eine Brücke schlagen könnte zu Assassin's Creed Mirage, welches dann die Vorverkäufe von Assassin's Creed Mirage ankurbeln könnte in einer Zeit, die wichtig ist, nämlich der Weihnachtsmonat. Wir werden natürlich in diesem DLC erfahren, wie das Skelett von Eivor nach Amerika gekommen ist und dementsprechend werden wir dort auch verweilen wahrscheinlich. Ich hoffe, wir kriegen eine neue Map, beziehungsweise sind in der alten Map und bewegen uns dort und haben dort Quests. Wir können also auch davon ausgehen, dass es zu dieser Zeit vielleicht noch mehr Gameplay geben wird zu Assassin's Creed Mirage, noch mehr Videos etc. Da bin ich sehr gespannt, um einfach die Vorverkäufe anzukurbeln. Und ja, das war's dann eigentlich. Wir wissen dann endlich, wie Eivor nach Amerika gekommen ist. Zumindest glaube ich das. Ich hoffe es zumindest. Und dann ist die Geschichte auch schon fast am Ende.
Wir haben dann im Grunde noch 10 Wochen Zeit nach dem 6. Dezember, um die letzte Season von Assassin's Creed Valhalla zu beenden. Und der letzte Stichtag, lasst uns mal spaßeshalber gucken. Der letzte mögliche Tag, wo der Patch 1.7.2 kommen könnte, wenn der 5-Wochen-Rhythmus eingehalten wird, ist der 14. Februar. Ich denke natürlich nicht, dass das der letzte Tag sein wird. Ubisoft wird sich wahrscheinlich Zeit lassen oder es nicht genau schaffen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir im März irgendwann den letzten Patch bekommen und dann irgendwann auch im April hoffentlich Assassin's Creed Mirage. Aber das war's von meiner Seite, Freunde. Wenn ihr die nächsten Videos zu den Gräbern der Gefallenen nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal mit der Glocke. Da verpasst ihr das definitiv nicht, wenn ich Videos raushaue. Und ich würde mich freuen, und nicht nur ich würde mich freuen, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.